Heute geht es um die Allpowers R 2500 und da muss ich erstmal aufstehen, denn ich habe den Karton gestern bekommen und der ist höllisch schwer. Oh, so sieht er aus. Ich passe kaum noch aufs Bild. 29 Kilo ist hier diese Power Station schwer. Was sie alles kann, das werdet ihr nach dem Intro sehen. Intro ist durch, da bin ich wieder. Ja, ich habe das Monster mal aus dem Karton befreit, damit wir hier ohne Probleme starten können. Zunächst geht erstmal ein herzlicher Dank an meine Ehefrau raus. Ja, ich hatte ihr nämlich Bescheid gesagt, dass ich wieder Material für einen Review bekomme, habe ihr aber leider verschwiegen, wie schwer das gute Stück ist. Ja, und dann kam DPD nach nur einem Tag mit dem Karton an. Versendet wird übrigens aus einem deutschen Lager, schon mal eine schöne Sache. Und ja, leider wusste meine Frau wirklich nicht, was sie da entgegennimmt. Und so kam dann auch gleich an dem Tag eine SMS-Meldung mit der Frage, was ich denn schon wieder für eine Scheiße bestellt habe. Trotzdem hat sie es bis zur Haustür geschleppt. Ich habe dann die andere Hälfte des Weges genutzt, um den Karton dann in die Wohnung zu bringen. Von daher, du bist die Beste, dass du dieses Karton entgegengenommen hast. Fangen wir erstmal mit dem Lieferumfang an. Wenn ihr die Power Station aus dem Karton befreit habt, ist diese natürlich mit dabei. Dann gibt es hier noch eine Tüte mit einem Kaltgerätestecker, ja, damit ihr die Power Station aufladen könnt. Dann gibt es hier noch einen Hinweis, dass man den Karton aufbewahren sollte, mindestens 3 Monate. Das hat den Grund, ich denke mal, dass man halt in den 3 Monaten wird man ja feststellen, ob die Power Station wirklich einwandfrei läuft oder ob es irgendwelche Probleme gibt. Und sollte es dann zu Problemen kommen und ihr müsstet die Power Station wieder einsenden zu Allpowers, ist der Karton natürlich optimal, weil der richtig stabil ist und ihr sicher sein könnt, dass die Station auch hundertprozentig sicher wieder zurückgeht. Ja, apropos Garantie, wir haben hier noch einen Umschlag mit einem Garantiezettel. Wenn ihr die Power Station kauft, habt ihr generell erstmal 2 Jahre Garantie. Wenn ihr bei Allpowers die Station registriert, erweitert sich die Garantie nochmal auf 5 Jahre. Richtig gute Geschichte. Dann ist dabei auch nochmal so ein RMA-Zettel. Sollte wirklich was sein, könnt ihr das ausfüllen, mit in den Karton packen und abschicken. Als letztes haben wir noch eine bebilderte Anleitung in verschiedenen Sprachen. Ich habe da mal durchgeblättert, also Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, da ist alles dabei. Da wird auch nochmal erklärt, wie die Power Station funktioniert, wie man sich auch die App runterladen kann, dass man die Station hier per App auch steuern kann. Dazu aber später mehr. Was kostet denn die Allpowers R 2500, bevor wir weitermachen? Laut Webseite 1300 Euro. Es gibt aber auch immer mal Rabatte. Ich habe gerade jetzt mal geguckt, da liegt sie gerade bei 850 Euro. Das ist schon mal ein ordentlicher Unterschied. Und das Tolle ist, ihr könnt mal unten in die Videobeschreibung gucken. Ich habe sogar noch einen Rabattcode dazu bekommen, nochmal 5%. Wenn ihr das unten in der Beschreibung noch seht, ist das auch noch aktiv und dann könnt ihr auch noch mal ordentlich sparen. Also wenn ihr Interesse nachher habt, schlagt zu und gönnt euch diesen Rabatt. Kommen wir zu den technischen Daten. Bevor ich aber hier mit dem Monster anfange, möchte ich noch mal meine alte Power Station daneben halten. Ein wahnsinniger Unterschied. Wir haben hier 300 Watt Dauerleistung bei 3,2 Kilo Gewicht gegenüber 2500 Watt Dauerleistung mit einem Gewicht von satten 29 Kilo. Übrigens, wer das Review noch nicht gesehen hat zur Vivo Power Station, klickt mal da oben auf den Link. So, die technischen Daten blende ich euch hier ein. Wir haben, hatte ich ja schon gesagt, die Möglichkeit, hier an den Kaltgerätesteckern 2500 Watt auf Dauerleistung von dieser Power Station abzuziehen. Wir haben einen Peak von 4000 Watt. Das heißt, wenn ihr hier ein Gerät ansteckt, was erstmal eine Anlaufspannung braucht, wie so ein Kompressor, dann ist es auch kein Problem. Das Gerät hält diese Spannung aus und dann regelt der Kompressor ja runter auf den Wert, was es eigentlich wirklich benutzt. Also da seid ihr auch auf der sicheren Seite. Generell kann ich sagen, dass man mit dieser Power Stations hier eigentlich alle Haushaltsgeräte mit betreiben kann. Von daher ist es nicht nur eine mobile Power Station fürs Camping,
für Wohnmobil und anderen Outdoor-Aktivitäten, sondern man kann das Teil auch als Notstrom für zu Hause verwenden. Mein erster Punkt, der mir einfällt, wenn hier mal der Strom weg, ich würde das Teil auf jeden Fall an den Kühlschrank bzw. an die Tiefkühltruhe anschließen, damit ich da an der sicheren Seite bin. Also mit dem Ding hat man hier wirklich fast die eierlegende Wollmilchsau. Das Einzige, was hier natürlich wichtig ist, ist die Kapazität von 2016 Kilowattstunden. Die stehen hier nur zur Verfügung. Das heißt, wenn ich ein Gerät habe, was genau 2016 Watt verbraucht, kann ich die Powerstation hier 1 Stunde lang benutzen, bis sie leer gelutscht ist. Umgekehrt stecke ich hier ein Gerät an, was nur 1 Watt verbraucht, kann ich 2016 Stunden das Ganze nutzen, bis hier das Gerät leer gelutscht ist. Das sind aber alles nur Bruttowerte. Da kommen wir schon zu dem Kleingedruckten. Bedenkt immer, dass dieser Wechselrichter hier auch Strom verbraucht und dass das ganze Energiemanagement hier auch Strom verbraucht. Des Weiteren wird der Akku nie wirklich auf 0% runtergeladen, also tiefentladen. Da ist immer noch ein gewisser Prozentsatz als Reserve zur Verfügung, damit das hier alles ohne Probleme funktioniert. Man rechnet immer so zwischen 10 und 20% sollte man da mal abziehen. Ich mache mal den Hammerwert von 20%, da sind wir so ungefähr bei 1600 Kilowattstunden. Das solltet ihr euch auch noch mal im Hinterkopf behalten, aber ich muss ehrlich sagen, ist auch noch ein richtig guter Wert. Des Weiteren haben wir hier intern verbaut Lithium Eisenphosphat-Akkus. Die haben den Vorteil, dass die bis zu 3500 Mal aufgeladen werden. Also wir haben einen Ladezyklus, sagt man Ladezyklus von 3500 Mal. Das heißt, ich kann also von 0 auf 100 aufladen und von 100 auf 0 wieder entladen. Das entspricht ein Zyklus und das 3500 Mal. Wenn ich das jetzt jeden Tag einmal nutze, kann ich sozusagen 3500 Mal die Powerstations hier verwenden, bis sie auf der Kapazität von 80% runterfällt. Man kann also sagen, wirklich, wenn ich das jeden Tag mache, bin ich etwas über 9 Jahre mit der Powerstation hier am Laden und am Entladen. Und dann haben wir 80%, das sind ungefähr dann 1200 Kilowattstunden, die dann noch zur Verfügung stehen. Und das ist auch immer noch ein guter Wert. Und wie gesagt, wir sprechen von 9 Jahren. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass man so eine Powerstation wirklich nicht jeden Tag verwendet und auch nicht jeden Tag von 0 auf 100 und wieder rückwärts hoch und entlädt, hat man noch viele Jahre damit auf jeden Fall Freude. So, das waren erstmal die grundsätzlichen technischen Geschichten, die ich euch noch sagen möchte. Schauen wir uns jetzt mal die einzelnen Anschlüsse an. Fangen wir erstmal mit den Eingängen an und dann erzähle ich euch da auch noch ein bisschen was dazu. Auf der Seite befinden sich die Eingänge, die ihr nutzen könnt. Schön hinter dieser Klappe versteckt. Hier einmal draufdrücken, dann schwenkt die Klappe auf. So, da haben wir jetzt 3 Geschichten, die ich euch zeigen möchte. Einmal haben wir hier die Kaltgerätebuchse. Hier könnt ihr die Powerstation aufladen mit maximal 2000 Watt. Kommt drauf an, wie ihr hier die Powerstation einstellt. Das Ganze funktioniert über eine App, das zeige ich euch nachher später. Da gibt es 3 Modis, einmal 600 Watt aufladen, 1000 Watt aufladen oder 2000 Watt. Bei 2000 Watt ist natürlich die Powerstation hier ratzfatz aufgeladen. Dann haben wir hier in der Mitte die Sicherung. Falls ihr mal mit der Powerstation ein bisschen übertreibt, Kurzschluss oder etc., könnt ihr hier die Sicherung wieder mit reindrücken. Dann habt ihr hier an der Stelle auch nochmal einen XT60 Stecker. Den nutzt ihr zum Beispiel, um hier einen Solarpanel anzuschließen. Solarpanel könnt ihr bis zu 1000 Watt hier zum Einspeisen benutzen. Ist auch ein richtig guter Wert. Und das Tolle, ihr könnt auch Solarpanel und Kaltgerätestecker nutzen und parallel die Powerstations hier aufzuladen. Da seid ihr natürlich bei optimalen Bedingungen richtig schnell. Auf der anderen Seite von der Powerstation seht ihr hier auch noch mal eine Klappe. Wenn ich die hier aufmache, haben wir noch mal 2 Buchsen, die ihr dazu nutzen könnt, um eure R2500 akkutechnisch zu erweitern. Und zwar mit den B1000 Modulen. Das hat nochmal 1152 Wattstunden, kostet 500 €. Und dann habt ihr natürlich mehr Kapazität zur Verfügung. Gerade denke ich mal im Haushalt ist das eine schöne Sache, um gegen Stromausfälle gewappnet zu sein.
Schauen wir uns die Vorderseite mal etwas genauer an und da mache ich das, was ich eigentlich am liebsten immer mache. Ich ziehe jetzt erstmal diese Schutzfolie hier runter. Ja, und damit habe ich offiziell das Gerät jetzt in Verwendung. Ja, ich zeige euch mal, wie man die Powerstation hier anschaltet. Da haben wir hier auf der Seite einen Knopf, den drückt ihr ein bisschen länger. Dann schaltet sich das Gerät ein. Es zeigt euch wirklich alle Zustände einmal, was wir hier noch für eine Kapazität haben. Ich habe also 71% von All Powers schon mal geschenkt bekommen, schon mal richtig gut. Dann haben wir hier die Anzeige, wie viel Watt in das Gerät geht, wie viel Watt rausgeht. Und hier unten haben wir noch mal eine Anzeige, wie viele Stunden uns zur Verfügung stehen bei Last, beziehungsweise wenn ich es auflade, wie viele Stunden bzw. Minuten es dauert, bis es wieder aufgeladen ist. Hier oben haben wir dann auch noch Anzeigen, welche Verbraucher wir angeschaltet haben. Wir werden erstmal als nächstes mal die Handy-App hier in Betrieb nehmen. Die Software habe ich mir schon runtergeladen, um die Powerstation in den WLAN- und Bluetooth-Mode zu bringen. Drückt ihr hier die USB-C-Taste etwas länger. Ja, den seht ihr hier die Symbole, Bluetooth und WLAN ist aktiv. So, und dann suche ich jetzt hier auf der App nach dem Gerät. Da ist es, klingt mich ein. So, und dann könnt ihr sehen, was zurzeit mit eurer Powerstation hier los ist. Dann könnt ihr auch hier nochmal sehen, dass ich eine Kapazität habe von 71% und dass ich die Powerstation jetzt so dudeln lassen könnte, 19 Tage und 21 Stunden. So, wir nutzen jetzt mal die App dahin, dass ich jetzt die Powerstation einmal auflade. Dann kann ich euch gleich die einzelnen Modis auch nochmal zeigen. Ich stecke mal das Gerät hier in den Strom. So, und dann werdet ihr gleich sehen, beginnt jetzt die Aufladephase. Da werdet ihr jetzt hier im Eingangsbereich sehen, wie viel Power jetzt in das Gerät geht. Ja, ja, seht ihr, haben wir jetzt schon 241 Watt und das steigert sich immer mehr. Das wird sich jetzt einschwenken auf ca. 1000 Watt, ein bisschen drüber, weil jetzt hier in der Werkseinstellung der Standard-Lademodus aktiviert ist. Ihr werdet auch gleich sehen, gehen jetzt die Lüfter auch gleich an. Ja, genauso wie ich sage. Die Lüfter sorgen dafür, dass das Gerät nicht überhitzt. Und da gibt es auch 3 Stufen von der Lüftergeschwindigkeit. Werdet ihr sehen, es wird auch gleich etwas lauter werden. Ja, genau, immer wenn ich sage, bei 1000 Watt haben wir die lauteste Stufe erreicht. Und ich finde, so vom Geräuschpegel ist es aber noch immer sehr, sehr angenehm. So, jetzt warten wir mal einen Moment, bis hier die volle Leistung erstmal erreicht ist. So, 900, 1002, 1014, 1018. Seht ihr, jetzt geht der Lüfter in der höchsten Stufe. Und dann könnt ihr hier gucken, wie lange das dauert, bis die Powerstation aufgeladen ist. Da sagt er jetzt hier an 36 Minuten. So, jetzt werfen wir noch mal einen Blick auf die App. Da könnt ihr das Ganze auch noch mal beobachten. Und dann könnt ihr hier über die 3 Punkte in die Einstellung gehen mit dem Arbeitsmodus. Wie gesagt, haben wir hier den Standardmodus. Das heißt, 1000 Watt Leistung geht jetzt in das Gerät rein. Und das kann ich jetzt auch noch beschleunigen, indem ich in den Schnellmodus gehe. Das mache ich mal. Ja. Und jetzt wird noch mehr Saft reingezogen. Jetzt erhöht sich das Ganze bis 2000 Watt Eingang. Ja. Dauert natürlich immer eine Weile, bis sich das einpegelt. Ja, ihr seht schon, wir sind jetzt schon bei 74%. Ihr seht auch hier an den Symbolen, dass jetzt auch der Lüfter jetzt hier läuft. Hier an dem Symbol seht ihr, dass wir hier gerade am Kaltgerätestecker dran sind. Ja.
Also wie gesagt, so bei 2000 müsste sich das einpegeln, liegt meistens aber auch noch ein bisschen drunter. Ja, bis auf die 2000 noch geht. Na, nee, das pendelt sich jetzt hier so ein und dann können wir sehen, dass es jetzt noch 35 Minuten dauert. Wie gesagt, das ist jetzt sozusagen, wird jetzt der Akku hier richtig belastet beim Laden. Wenn ihr das ein bisschen schonender haben wollt und wenn euch das egal ist, wie lange das dauert, wie das aufgeladen wird, dann könnt ihr hier auch noch mal umregeln. Das mache ich jetzt mal. Jetzt wähle ich mal den Stummmodus. Stummmodus heißt, das Ganze reduziert sich jetzt hier auf 600 Watt Einspeisung und dafür werden die Lüfter dann auch ein bisschen leiser. Ich drücke mal drauf. Seht ihr, die Lüfter gehen runter. Und jetzt regelt sich das so auf 600 Watt ein. Ja, genau. Und dann sehen wir natürlich, dass die Ladezeit sich natürlich jetzt verlangsamt hat. Jetzt sind wir hier bei 54 Minuten. So, ich gehe mal jetzt wieder auf den Schnellmodus und dann lassen wir das gute Stück mal auf 100% aufladen und dann zeige ich euch die ganzen Ausgänge. Wir beschleunigen mal das Aufladen. Ich habe jetzt mal Zeitraffer angestartet. Wie ihr sehen könnt, reduziert sich hier der Input, was die Wattzahl angeht, von 1900 auf nachher ca. 370 Watt, sodass der Akku zum Schluss noch schonend aufgeladen wird. So, 100% auf dem Display, das heißt, jetzt geht's ans Verbrauchen. Schauen wir uns erstmal die Vorderseite an. Ich zeige euch jetzt, welche Möglichkeiten ihr habt, hier Strom von der Powerstation abzuziehen. Die Powerstation verfügt über USB-C und USB-A Ausgänge. Oben haben wir zweimal USB-C mit einer maximalen Leistung von 100 Watt. Darunter viermal USB-A, davon zweimal mit 12 Watt und zweimal mit 18 Watt. Dann daneben links haben wir den Kfz-Autostecker, einmal und jeweils auch nochmal zweimal DC-Stecker. Unterhalb haben wir viermal Kaltgerätestecker mit Wechselrichter mit einer Maximalleistung von 2500 Watt im Dauerbetrieb. Um die Geräte hier zu aktivieren, müsst ihr jeweils hier die Power Source einschalten. Ihr seht hier, sieht man das jetzt auch gleichzeitig am Display. Ich mache das auch nochmal für das Kfz-Teil und hier auch nochmal für den Wechselrichter. Jetzt sind alle Quellen an, das heißt, wir können jetzt Sachen anschließen. Das mache ich mal. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Lampe, die stecke ich jetzt hier mal rein. Ja, fängt sofort an zu leuchten, so wie es sein muss. So. Dann würde ich sagen, stecken wir hier die kleine Powerstation an das Kfz-Ladeteil. Ja. Und jetzt seht ihr hier auch schon in dem Bereich, wie jetzt hier der Strom rausgezogen wird. So, dann machen wir hier auch nochmal USB-C. Ich habe gesagt, 100 Watt können wir hier rausziehen. Ich habe hier meinen Lieblingskandidaten, meine Powerlampe mit 200.000 Lumen. Die hat die Möglichkeit, mit USB-C aufgeladen zu werden. Das ist das Kabel, stecke ich mal hier ran. Oh. So, und dann könnt ihr gleich sehen, geht das hier auch gleich los. Dann wird die Aufnahme sich hier auch noch erhöhen. Und ihr seht, jetzt springt auch schon der Lüfter an. Der hat jetzt schon so ein bisschen zu kämpfen. Das Tolle ist, und jetzt schwenken wir mal zur App. Die blende ich euch jetzt mal ein. Da könnt ihr natürlich auch sehen, wie viel Zeit wir noch haben, um hier die Verbraucher nutzen zu können, bis die Batterie alle ist. Und wir können hier auch die einzelnen Verbraucher abschalten. Ich schalte mal den Wechselrichter ab. Ja. So, seht ihr, geht aus. Jetzt schalte ich mal das Kfz-Teil aus. So, und jetzt läuft eigentlich nur noch USB-C. Und zwar die Lampe wird jetzt aufgeladen.
Ja, und ihr seht, 105 Watt Output haben wir hier. Schalte ich jetzt auch mal aus. Und ihr seht ja, könnt ihr hier mit der App alle Quellen ein- und ausschalten. Ihr seht hier das Glas, ihr seht den Teebeutel. Jetzt wisst ihr, was als nächstes kommt. Wir werden mal den Wasserkocher anschließen, damit ich mir einen schönen Tee zubereiten kann. Der Wasserkocher ist sozusagen die Königsklasse bei der Powerstation. Meine alte Powerstation hat da sowas von die Grätsche gemacht und hat sich sofort abgeschaltet. Hier haben wir 2500 Watt Dauerleistung. Das heißt, da sollte der Wasserkocher auch keinerlei Probleme machen. Wir schalten mal die Quelle ein. Wechselrichter ist angeschaltet. So, und jetzt schalten wir mal den Wasserkocher an. Jetzt gucken wir mal, was sich jetzt hier tut. Ja, Lüfter geht natürlich an, weil jetzt wird ordentlich Leistung aus der Powerstation gezogen. Wir haben 2143 Watt Ausgangsleistung. Ich hoffe, ihr hört es schon. Der Wasserkocher fängt schon an zu brutzeln. Mal sehen, wie lange das dauert, bis das Ganze fertig ist. Also ihr seht, keinerlei Probleme. Wenn ihr Geräte habt bis maximal 2500 Watt, könnt ihr das hier alles anschließen. Sei es ein Kühlschrank, sei es eine Waschmaschine, ein Trockner oder irgendwie sowas im Haushalt, ist das kein Problem. Ich hoffe, ihr hört mich noch, weil der Wasserkocher macht jetzt ordentlich Lärm. Interessant ist auch, wir können den Wasserkocher 48 Minuten lang gebrauchen. Das ist eigentlich auch schon mal eine Ansage. Gerade wenn man jetzt im Airsoft-Wochenende ist, ist es schön zu wissen, dass man sich jeden Tag ohne Probleme sein Wasser aufsetzen kann, um nicht nur jetzt einen Tee zu machen, sondern zum Beispiel ein Käffchen oder sich so eine Instant-Brühe zu machen. Alles kein Problem. Ausgeschaltet. Powerstation Lüfter geht auch aus, Ausgangsleistung 0 Watt. Wasser ist gekocht. Ja, richtig genial. Ich freue mich total, dass ich jetzt endlich mir eine schöne heiße Tasse Tee aufsetzen kann. Jetzt lassen wir den noch mal ein bisschen ziehen und dann schauen wir uns mal die USV-Funktion an. Die R2500 hat hier eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Das heißt, ihr könnt hier den Kaltstecker an das Gerät hier ranstecken. Dann werdet ihr gleich sehen, fängt hier die Powerstation an, gleich wieder zu laden. Und ihr könnt, während hier die Powerstation lädt oder beziehungsweise wenn sie am Hausnetz angeschlossen ist, natürlich auch Verbraucher mit ihr nutzen. Ich habe jetzt hier mal eine Lampe, weil da kann man das am besten optisch auch demonstrieren, diesen Stromausfall und dieses Überbrücken. Wir gucken mal hier, was wir jetzt hier gerade für einen Verbrauch haben. Ihr seht, die Powerstation wird jetzt hier aufgeladen über das Stromkabel, aber outputmäßig kommt hier gar nichts raus. Das heißt, die Lampe wird jetzt durch das Stromnetz hier am Haus betrieben. So, jetzt simulieren wir mal einen Stromausfall. Das heißt, ich ziehe jetzt hier mal den Stecker raus. Die Umschaltzeit beträgt 15 Millisekunden. Ihr werdet sehen, da wird es ein ganz kleines Flackern jetzt am Licht geben. Achtung, jetzt. Habt ihr gesehen? Kurzes Flackern. Und jetzt läuft das Ganze über die Powerstation. Absolut cool, oder? Also ihr braucht euch keine Sorgen machen. Ihr könnt Ruhe bewahren und Tee trinken. Kommen wir zum Thema Schutzfunktion. Ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn wenn man mit so einer Powerstation hier arbeitet, wir haben hier geballte Energie in kompakter Form auf dem Tisch. Das heißt, hier kann auch irgendwo mal etwas schief gehen. Sei es ein Kurzschluss, sei es eine Überhitzung, eine Überlastung, eine Überspannung, weiß ich was. Wir haben hier intern verbaut diese Lithium-Eisenphosphat-Batterien, die sind durchaus nicht so brandanfällig wie die Lithium-Ionen. Da sind wir schon mal auf der sicheren Seite. Dennoch sind hier mehrere Schutzfunktionen mit installiert. Ich blende die euch hier alle mal ein. Das heißt,
Wenn nur irgendwas passiert, ein Kurzschluss, eine Überlastung, ja, eine Überhitzung, dann schaltet sich hier diese Powerstation automatisch ab, sodass hier kein weiterer Schaden entstehen kann. Wir simulieren das Ganze jetzt mal ein wenig. Ich habe hier sozusagen noch mal ein paar Kandidaten schon mal angeschlossen, die viel Energie brauchen, weil beide hier Hitze erzeugen. Hitze heißt immer Energieverbrauch. Wir haben ja zum einen erstmal einen Föhn, dann haben wir hier einen Ventilator, den man auch zusätzlich auch noch mal als Heizung verwenden kann. Ihr wisst, die Powerstation hat hier einen Dauerbetrieb von 2500 Watt, kann kurzzeitig auch mal überbrücken bis zu 4000 Watt. Ansonsten, wenn es höher bleibt für ein paar Sekunden, dann schaltet sich das Ganze hier automatisch ab. Und das wollen wir mal probieren. Ich schalte jetzt mal den Verbraucher, den Wechselrichter an. Und dann schauen wir uns mal zunächst erstmal den Föhn hier an. Ich schalte den mal an. Ja, Stufe 1, da haben wir einen Verbrauch. Ich nehme mal hier mal mein Handy, damit ich das besser sehen kann. Da haben wir jetzt einen Verbrauch von nur 187 Watt. Das ist jetzt nicht der Rede wert. Ich gehe jetzt mal in die zweite Stufe. Jetzt haben wir 384 Watt. So, und jetzt schalten wir mal ein bisschen Temperatur rein. Stufe 1. Dann haben wir jetzt schon 1464 Watt. Ich gehe jetzt in die höchste Stufe. Ja. Da geht es jetzt so auf 1816 Watt. Ich schalte jetzt nochmal ab. Merken wir uns jetzt, 1800 Watt hat hier der Föhn Maximalleistung. So, und jetzt schauen wir uns mal den Ventilator an. Den schalte ich mal ein. So, machen wir ruhig die erste Stufe. Ja, jetzt haben wir nur Kühlung. Sozusagen nur so ein Ventilator verbraucht jetzt gerade mal so 49 Watt. Ich gehe jetzt mal in die höchste Stufe. Dann ist ja schon die höchste Stufe, ne? Hier, höchste Stufe. Ja, 48 Watt. So, und jetzt schalten wir mal die Heizung ein. Machen wir erstmal Stufe 1. Jetzt geht hier natürlich wieder die Lüftung an. Wird jetzt auch schön warm. 1232 Watt verbraucht jetzt hier die erste Heizstufe. Wir können auch das Ganze mal ein bisschen drehen lassen, ja, damit die Wärme auch schön verteilt wird. So, jetzt gehen wir mal eine Stufe hoch, in die höchste Stufe. Ja. Ihr seht, der Heizlüfter verbraucht jetzt 2185 Watt, sagen wir mal 2200. Der Föhn macht 1200, der hier 2000, der Föhn macht 1800, genau. Und hier der Heizlüfter macht 2200, da sind wir genau bei 3000 Watt. Das heißt, wir werden das Teil jetzt mal ein bisschen provozieren. Ich schalte jetzt mal eine Stufe wieder runter hier. Ja. Dann geht er jetzt wieder auf 1200. So, und jetzt schalte ich mal noch den Föhn mit dazu, erstmal in der normalen Stufe. (1400). Jetzt mache ich mal die höchste Heizstufe. Jetzt sind wir bei 2114 Watt. So, und jetzt schalte ich hier mal Stufe 2 ein. Jetzt müssen wir auf jeden Fall über 3000 kommen. Und dann gucken wir mal, wie lange hier die Powerstation braucht, um abzuschalten. So, 3100. Ja, ich konnte noch nicht mal meinen Satz aussprechen. Und schon seht ihr, die Powerstation hat sofort abgeschaltet. Wir sehen hier auch noch einen Fehler im Display. Um das Ganze wieder zu resetten, braucht ihr einfach nur die Powerstation einmal ausschalten, einmal wieder anschalten
Ja, und dann, ja, müsst ihr natürlich den Verbraucher abstecken, der jetzt daran schuld war. Ich regel jetzt einfach mal alles hier runter. Ja, gehe jetzt mir auf Stufe 1. So, jetzt habe ich es eigentlich alles wieder geschmeidig eingestellt und jetzt kann ich den Wechselrichter wieder anschalten. So, und jetzt dauert es einen Moment und dann wird jetzt hier gleich der Ventilator wieder angehen mit der Heizung. Das dauert immer einen kleinen Moment. Voilà. Und alles funktioniert wieder. Und ich kann jetzt natürlich auch wieder den Föhn anschalten. Kann mir die Haare föhnen. Alles gar kein Problem. Und dann sind wir soweit durch mit meinem Review hier von der R2500. Nochmal einen Schluck vom Tee. Kommen wir zu meinem persönlichen Fazit und der Kaufempfehlung. Ich erzähle euch erstmal alles über die Pro-Punkte, was ich jetzt hier im Laufe des Tests so für mich herausfinden konnte, was mich begeistert hat. Das war zum einen die Leistung. Wir haben hier 2500 Watt Dauerbetrieb Leistung auf dem Tisch und eine Akkukapazität von 2016 Kilowattstunden. Damit lässt sich wirklich schon eine ganze Menge machen und dank dem Gewicht von 29 Kilo und hier, man kann es auch ganz gut tragen, der untere Teil ist hier gummiert, man quetscht sich auch nicht die Finger, ist das hier für mich die eierlegende Wollmilchsau. Man kann es fürs Camping benutzen, für sämtliche Outdoor-Aktivitäten, man kann es als Home-Backup verwenden. Vielleicht kann man das auch als Balkonkraftwerk in Kombination mit einem Solarpanel benutzen. Da habe ich leider keinerlei Ahnung. Jedenfalls haben wir die Möglichkeit, hier ein Solarpanel anzuschließen mit bis zu 1000 Watt Einspeisung. Da lässt sich also definitiv was machen. Dann ist das Teil erweiterbar. Ja? Also wenn ich merke, ich komme mit 2016 Kilowatt nicht aus, kann ich mir hier noch Batteriepacks oben drauf stapeln und hier die Power noch erhöhen. Wir haben dadurch wirklich die Möglichkeit, hier ein Notstromsystem zu Hause zum Beispiel einzusetzen, um mit einer Tiefkühltruhe am Kühlschrank oder wenn ihr einen Server habt, das hier zwischen zu parken, auch dank USV-Versorgung. Der Strom läuft übers Hausnetz. Sobald Hausnetz weg ist, übernimmt hier die Powerstation die Arbeit. Und das ist eine richtig coole Sache. Wir können das Ganze hier auch noch über App steuern, über Bluetooth und WLAN. Das heißt, wenn ihr das irgendwo im Haus verbaut habt, könnt ihr auch bequem über das Wohnzimmer euch ja den Stand der Batterie angucken, Verbraucher an- und ausschalten. Also finde ich eine ganz tolle Sache. Ja, und wenn das Teil hier auf dem Tisch steht, muss ich ehrlich auch sagen, wenn der Lüfter hier anspringt, hat er mehrere Stufen. Auch in der lautesten Stufe ist das gerade noch so erträglich. Das Aufladen finde ich auch ganz gut, dass ihr hier auch 3 Möglichkeiten habt. Der Energieversorgung hier mit Kaltstrom könnt ihr halt 600.000 oder 600.000 oder 2000 Watt Einspeisung machen. Solarpanel ran. Wir haben Schutzfunktionen, sobald hier irgendwas schief läuft oder quer läuft, schaltet sich das Ganze ab. So, ich denke mal, das sind die ganzen Pro-Punkte. Was ich noch als Pro-Punkt erwähnen möchte, ist auf jeden Fall das Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn wir jetzt bei der Rabattraktion sind, die ich gerade gesehen habe, da sind wir bei 50%. Da kostet das Ding hier nur 850 € und dafür ist das wirklich ein absoluter Kracher. Also wenn ihr da Interesse habt, guckt mal unten auf jeden Fall auf den Link. Geht auf die Allpowers-Seite und schaut mal, wenn da gerade Rabatte sind, dann greift zu. Und ich habe ja auch noch einen Rabatt, den trage ich euch unten auch noch rein mit 5%. Da könnt ihr also da noch einen Rabatt noch draufhauen, falls euch das interessiert. Negativpunkte möchte ich auch noch gerne erwähnen. Da habe ich eigentlich nur 29 Kilo. Das sollte man sich auf jeden Fall überlegen. Ist natürlich ordentlich schwer, würde ich jetzt als Negativpunkt nochmal aufsetzen. Was ich auch vermisse hier im oberen Bereich, die Möglichkeit des induktiven Aufladens, dass ich hier mein Handy nehmen kann, das hier drauflegen kann. Das fehlt hier bei der R2500. Das haben die anderen Modelle, die 1500 und die 600 habe ich gesehen, die haben das. Finde ich ganz cool. Aber ich denke mal, das hat wahrscheinlich Allpowers weggelassen, weil die davon ausgehen, dass man hier wahrscheinlich noch Akkupacks draufstapelt und das dann wahrscheinlich nicht nutzt und das Teil ja mehr als Notstromversorgung gelten soll. Dann würde ich zum Schluss auch noch mal ein paar Neutralpunkte geben.
Wozu ich gar nichts sagen kann, da seid ihr jetzt dran. Wenn ihr AllPower-Benutzer seid, schreibt das unten unbedingt mal in die Kommentare. Ist wahrscheinlich auch für diejenigen wichtig, die da noch so ein bisschen mit ja, am Grübeln sind, ob sie sich das kaufen wollen oder nicht. Und zwar, das ist die Geschichte mit dem Support. Wenn hier irgendwas kaputt geht, funktioniert der Support? Ist der telefonisch gut so erreichbar? Wie ist die Antwortzeiten? Wenn man da eine Mail schreibt, wird das Gerät ohne Probleme ausgetauscht? Halt all diese Geschichten, die würden mich interessieren. Und natürlich auch, wie sieht es mit dem Dauerbetrieb aus? Die Powerstation gibt es ja schon eine ganze Weile am Markt. Ich habe jetzt gerade mal erst eine Woche, ja, und die läuft natürlich tadellos. Wie sieht es aber aus so nach einem Monat, 2 Monate, 3 Monate, 4 Monate, 6 Monate, nach einem Jahr? Seid ihr damit immer noch zufrieden? Schreibt das alles unten in die Kommentare. So, das war es jetzt von mir gewesen. Bruce BB2K Airsoft Channel. Heute mal mit einer Powerstation. Ich hoffe, euch hat es dennoch Spaß gemacht. Ich fand das mega interessant. Und ja, das Thema Powerstation lässt mich irgendwie nicht los, weil es schon ganz schön cool. Ich werde mal sehen, dass ich noch so ein Solarpanel kriege von AllPowers. Denn wenn das Wetter jetzt besser wird, ein bisschen sonniger wird, würde mich das mal interessieren, wie das Ganze denn so ja, mit Solarpanel funktioniert. Ja? Okay, das war's von mir gewesen. Bleibt mir noch mein Endspruch. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, klickt mal Daumen drauf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir, wird dann wohl eher ein Airsoft-Video sein. Also wer mit dem Thema Airsoft noch nie was am Hut hatte, guckt mal drauf, vielleicht ist das was für euch. Macht's gut, euer Bruce.